Hallo Freunde der Gesundheit, ich hoffe es geht euch gut. Heute komme ich wieder natürlich mit einem sehr interessanten Thema, mit einem sehr interessanten Video, aber davor bitte ich euch, die ganzen Videos zu liken, meinen Kanal zu abonnieren und die ganzen Social Media Plattformen natürlich auch, wenn sie euch gefallen, oder meine Videos, Beiträge auch an eure Freunde weiterzuleiten, damit sehr viele Menschen sozusagen von diesen tollen Tipps, die ich euch gebe, profitieren können. Das heutige Thema sind die Wechseljahre der Frauen, das Klimakterium, Menopause. Wie kommt das zustande? Schon bei der Geburt ist die Anzahl der Eizellen festgelegt bei den Frauen und sie wird wird dann im Laufe des Alters immer weitergegeben und ausgestoßen, sodass die Frauen bis zur Menopause gar keine Eizellen mehr haben. Und auch bei der Menopause oder vor der Menopause nehmen die Ovarien die Produktion der Hormone ab. Also die Produktion nimmt ab, sodass der Östrogenpegel sinkt und der Testosteron, natürlich das sind immer der Gegenpartner, steigt. Wir wissen ja, Östrogen ist das weibliche Hormon. Das ist bei den Frauen hoch und Testosteron natürlich niedrig. Bei den Männern ist es andersrum. Das männliche Hormon Testosteron ist hoch und das weibliche Hormon Östrogen ist niedrig. Und hier gibt es diese Disbalance. Und zwar im Alter, meistens zwischen 40 und 50 Jahren, machen Frauen diese Phase durch, die ungefähr 3 bis 5 Jahre dauert. Wie gesagt, die Produktion von dem weiblichen Hormon Östrogen wird eingestellt und es sinkt mehr und mehr und mehr. Und dadurch kommt es auch zu einer Vermännlichung der Frauen in diesem Alter. Vermännlichung bedeutet, die männliche Behaarung nimmt zu, die Muskelmasse nimmt auch ab, ja, und auch die Statur, die Konstitution des Körpers, ja, die sieht dann immer mehr und mehr männlich aus, ja. Das heißt, wie bei den Männern nimmt vor allem die Fettmasse am Bauch zu. Und dieses viszerale Fettgewebe, wir wissen, hat sehr negative Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarktrisiko steigt, wie üblicherweise auch bei den Männern. Welche Beschwerden haben die Frauen meistens? An erster Stelle natürlich ist sehr bekannt, jeder kennt die Hitzewallung. Hitzewallungen sind Wallungen von Hitze, die Frauen spüren, und zwar sagen sie kriegen einen roten Kopf und es durchbricht sie wie ein Vulkan. Ja? Und diese Hitzewallungen sind typisch für diese Phase. Zusätzlich haben sie Schlaf- und Einschlafstörungen und Durchschlafstörungen, einen gestörten Schlaf-Wach-Rhythmus. Weiterhin haben sie eine verminderte Durchblutung der Schleimhäute, sowohl im Genitalbereich als auch im Mund-Rachen-Bereich. Das bedeutet natürlich, dass sich die Bakterien, Viren, Mikroben und vor allem die Pilze einnisten können und dadurch auch Infektionen verursachen können. Weiterhin beschreiben die Frauen, ja, dass sie vermehrt Zwischenblutungen haben, ja, Blutungen, die nichts mit der üblichen Menstruation zu tun haben. Weiterhin fühlen sie sich schwach, müde und erschöpft. Es gibt auch sehr viele psychische Folgen, und zwar kann es von einfachen psychischen Beschwerden bis zu einer schweren Depression alles geben. Ja, die Frauen fühlen sich antriebslos, haben keine Motivation, sind müde, schwach und fühlen sich frei von jeglicher Power. Nicht alle Frauen machen diese Phase durch. Es gibt ca. 60 bis 80%, die diese Phase durchmachen. Es gibt nach Statistik 20 bis 30%, die ja ohne Beschwerden oder mit wenig Beschwerden diese Phase erleben. Wichtig ist, dass die Frauen eine richtige gynäkologische Untersuchung durchführen lassen. Ja? Und zwar müssen da alle Organe bzw. die Geschlechtsorgane und natürlich die Brüste untersucht werden. Und natürlich gehört dazu auch eine ordentliche Hormonuntersuchung, zu gucken, wie ist die Verteilung der Hormone, wie ist die Verteilung zwischen den Hormonen, zwischen den Östrogen und Progesteron, den weiblichen Hormonen, und Testosteron, den männlichen Hormonen. Und dann kann man die Entscheidung treffen als Arzt mit dem Patienten zusammen, sollte eine Hormonersatztherapie durchgeführt werden. Wenn ja, dann gibt es die Option natürlich, das Hormon, das weniger produziert wird, Östrogen,
zu ersetzen. Aber da gibt es natürlich auch viele Risiken, ja. Und zwar gibt es einige Karzinome. Das Risiko nimmt hier in diesem Bereich zu. Und es gibt natürlich auf der Natur- und Homöopathiebasis auch da Ersatztherapie. Zum Beispiel setze ich sehr gerne Sojaprodukte ein bei Frauen mit den Wechseljahren. Wie gesagt, das muss man mit dem Arzt besprechen, mit dem Arzt des Vertrauens, mit dem Gynäkologen, und das ist ein Austausch zwischen Patient und Arzt, ja, und nicht alles spricht beim ersten Mal an. Man muss eventuell auch die Hormontherapie verändern. Da kommt es drauf an, wie schlägt die Therapie beim Patienten an. Weiterhin sollten wir auch den Frauen Tipps geben. Sie sollen sich gesund ernähren, ganz wichtig, proteinreich, vitaminreich, und natürlich die Osteoporose-Gefahr, das heißt durch die verminderte Knochendichte steigt das Risiko einer Fraktur. Das heißt Calcium, Vitamin D reiche Ernährung, beziehungsweise sollte man eine Substitutionstherapie in Form von Tabletten, flüssigen Tropfenform oder einer anderen Form durchführen lassen. Das sind meine Tipps an die Damen, die diese Phase durchmachen müssen.